Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder hier hereinschaut auf meinem Kanal zur neuesten Wanderung. Ich möchte euch heute hier begrüßen am Rand meiner Heimatstadt Chemnitz, und zwar am südlichen Rand. Es soll heute in das Sternmühlental und auf den Adelsberg hochgehen, und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser kleinen, aber schönen Wanderung. Startpunkte für diese angenehme und entspannende Tour gibt es theoretisch mehrere. Ich habe mich für den Rand von Klein-Olbersdorf entschieden. Beginnend an der Kreuzung zum Adelsberg und Eubacher Weg folgen wir zuerst diesem Feldweg, welcher, wie ihr sehen könnt, zu mehreren verschiedenen Wanderungen gehört. Bereits von Beginn an können wir uns über diese wundervollen Ausblicke erfreuen. Besonders unsere Krone des Erzgebirges, welche wir inzwischen auch schon zweimal besucht haben, strahlt mit seiner ganzen Pracht. Ich bin jedes Mal begeistert. Wie gefällt es euch? Dennoch, auch wenn die Ferne immer wieder lockt, der Blick hinunter ins Tal, ins nahegelegene Klein-Olbersdorf ist mindestens genauso reizvoll. Und besonders jetzt im erwachenden Frühjahr, wenn alles in der Blüte steht, ist es einfach ein Genuss, hier zu gehen. Aber ihr seht es, zumindest hier zu Beginn ist viel offene Fläche. Denkt bitte im Sommer an eine Kopfbedeckung. Nach diesem ersten kleinen Waldabschnitt im Schwarzwald, ja, ihr hört richtig, ihr müsst nicht erst bis Baden-Württemberg fahren, ihr könnt auch hier bei uns den Schwarzwald erleben, erreichen wir zunächst diesen Teich, welcher zur Sternmühle gehört. Die Sternmühle selbst liegt gegenüber auf der anderen Straßenseite. Die alte Sternmühle wurde 1541 erstmals als Brettmühle erwähnt. Allerdings sind die Mühlenzeiten hier schon lange vorbei. Denn heute findet ihr eines der beliebtesten Ausflugsgaststätten der Chemnitzer und ihrer Gäste. Testet die Sternmühle also gern selbst einmal. Frisch gestärkt folgen wir weiter unserem abgebrochenen Weg und erreichen den, zumindest nach meinem Geschmack, schönsten Abschnitt des Weges, nämlich durch das Tal dem Bachlauf des Schwarzbaches folgend. Und siehe, ein Bergwerksstollen. Der Augusta-Stollen wurde von 1828 bis 1836 betrieben. Leider konnte ich nirgendwo verlässliche Angaben über den Stollen selbst finden. Einzige Aussage, die Ausbeute soll wohl sehr gering gewesen sein. Aber vielleicht weiß jemand von euch mehr darüber. Schreibt es bitte in die Kommentare, es würde mich sehr interessieren. Doch lassen wir jetzt das Bergwerk Bergwerk sein und genießen das liebliche Tal. Schließlich queren wir mittels der Brücke den Bachlauf, freuen uns an der frischen Natur und gehen über die Straße.
Auf der anderen Seite nutzen wir zunächst weiter die Markierung vom Rundweg Sternmühle und biegen links ab. Ein klein wenig geht schon die Steigung hoch. Aber sowohl der Blick ins Tal und neuerlich auf die Augustusburg finde ich immer wieder aufs Neue schön. An der nächsten Kreuzung geht es erneut nach links und unser nächstes Ziel taucht auf den Hinweisschildern auf, der Adelsbergturm. Wem das jetzt zu kompliziert klingt, die Links zu Autoactive und Komoot findet ihr wie immer unten in der Beschreibung zum Video. Dort könnt ihr euch wieder die GPS-Daten herunterladen. Quer durch den schönen Hochwald, eben ein richtiger Schwarzwald, steigen wir langsam, aber sicher immer höher. Tritt man oben angekommen kurz aus dem Wald, dann könnt ihr ein weiteres Mal die Augustusburg bewundern. Danach führt uns der Weg weiter, immer der Ausschilderung Adelsbergturm folgend. Geschafft! Nach mehr oder weniger steilen Anstieg sind wir oben auf dem Adelsberg, dem Hausberg von Chemnitz mit seinem altehrwürdigen und traditionsreichen Lokal, der Gaststätte Adelsbergturm. Der Adelsberg ist beliebtes Ausflugsziel der Chemnitzer, damals wie heute. Relativ neu hingegen diese Historienanlage. Leider gab es darum ziemlich viel Streit. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Anlage entwickeln wird. Auf dem letzten Stück, ihr seht es, laufen wir am Waldrand entlang, können uns des saftigen Grüns der Felder erfreuen und erneut die schönen Ausblicke. Weit müssen wir nicht mehr gehen, erreichen erneut den breiteren Feldweg. Diesem folgen wir wieder nach rechts bis an unseren Start- und Zielpunkt Klein-Olbersdorf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser kleinen Wanderung am Rande der Großstadt und in diesem Sinne, ciao und bis bald.